In unserer letzten Folge haben wir gezeigt, dass wir weiter durch die Wüste Gobi gefahren sind, dass die Asphaltstraße endgültig zu Ende ging und dass wir in der Wüste übernachtet haben. Wir sind bis nach Bayern-Kongo gefahren, um uns mit Oliver zu treffen. In dieser Folge fahren wir endlich zu dritt und es soll tiefer durch die Wüste Gobi gehen, um ein paar Highlights zu besuchen, von denen wir ehrlich gesagt gar keinen Plan hatten. Wir starten zu dritt aus Bayern-Kongo und fahren nach Süden zu den Sanddünen von Congo-Rinels, nahe der chinesischen Grenze. Dann besuchen wir die Flaming Cliffs und den Icy Canyon. Dann fahren wir langsam Richtung Norden, wo wir auf dem Weg nach Awaikia wieder von Oliver trennen. Wir waren 7 Tage tief in der Wüste unterwegs und sind um die 1300 Kilometer gefahren. Ja, das waren wirklich abenteuerliche Kilometer. Wir waren echt gespannt, was uns erwartet und hoffen, dass ihr euch auch auf die kommenden Abenteuer freut. Wir haben ja schon am Anfang unserer Mongolei-Serie angekündigt, dass wir hier jemanden treffen werden und dass es spannend wird. Nun ist es soweit, wir haben Oliver in Bayern-Kongo wieder getroffen. Oliver kennt ihr vielleicht noch aus unseren Tadschikistan-Videos. Falls nicht, schaut unbedingt auf unseren Kanal, dort findet ihr einige spannende Videos über Tadschikistan, wo wir zusammengefahren sind, aber auch über andere Länder, die wir auf unserer Reise besucht haben. Auf der gut asphaltierten Straße, die nach Ulaanbaatar führt, verlassen wir Bayern-Kongo. Aber wir wollen gar nicht in die Hauptstadt, sondern werden bald nach Süden abbiegen und einige Tage in die Tiefe der Gobi-Wüste abtauchen. Die Landschaft ist nach wie vor einzigartig, nur der Himmel ist bewölkt, aber die Temperaturen sind angenehm, sodass wir die Fahrt genießen können. Gleich am Morgen, kurz nach dem Start, wollen wir schon eine Kaffeepause machen. Etwas ungewohnt früh, aber es liegt daran, dass wir kein Frühstück hatten. Dabei spielte sich eine ungewohnt lustige Szene ab. Das lassen wir aber Oliver lieber selbst erzählen. Für uns 3 Wiedergefundene gilt es dann am nächsten Morgen auf in die Gobi. Ohne Frühstück, da es ständig hieß, es dauere noch 10 Minuten, sind wir dann los und haben auf einem Detourstück unseren Kaffee zu uns genommen. Dort, so sitzend, kommt ein einheimisches Moped mit Sohn und Fahrer als Vater hinten drauf vorbei. Man beschnuppert sich, ich biete 2 Kekse, der Junior bestaunt schweinchendick. Uns ist aufgefallen, dass immer wenn Oliver mit seiner BMW dabei war, die Mongolen unsere Motorräder gar nicht betrachtet haben. Nur die BMW war interessant. Klar darf er mal Platz nehmen. Klar darf er auch mal anlassen. Klar darf er auch mal ein paar Meter fahren. Und weg ist der Moped. Ja, hey, aber er ist ja noch da. Aber als er dann losfährt, staune ich nicht schlecht, schnappe mir nach einigen Minuten dann doch sein Moped und fahre hinterher. Wir können uns vor Lachen kaum halten. Dass es so weit kommt, dass der Junge mit dem Moped abhaut, hatten wir auch nicht gedacht. Gut, was soll schon passieren? Beim ersten Mal halt wird er sie nicht halten können und aufgrund des Gewichts umfallen. Weit gefehlt. Als ich bei ihm bin und er endlich anhält, schließe ich die offenen Klappen der Satteltaschen und er zeigt mir eine Jurte, wo er hin will. Sein Zuhause. Also okay. Es wird sandiger, aber er meistert alle Teile und an der Jurte stehend staunt die Mutter, die Schwester und auch der Großvater. Bilder werden geschossen und ich darf natürlich auch in die Jurte, um Käse, vergorene Milch und einen mongolischen Wodka zu probieren. Alles 3 sehr interessante Dinge, würde ich gerne wieder machen. Weil das Ganze etwas gedauert hat, wussten wir nicht, was wir machen sollen. Der Vater des Jungen meinte irgendwann, wir sollen auch dorthin fahren, wir hätten ihn nur hinten drauf mitnehmen müssen. Aber bald sehen wir 2 Staubfahnen in der Ferne, das heißt, sie kommen zurück. Wir fahren dann zurück
Und diesmal, natürlich aber in Originalbesetzung, bei den anderen ankommend, lachen sie alle. Wer hat gewonnen? Wir verabschieden uns von den beiden herzlichen Mongolen und fahren weiter mit dem Gedanken an den lustigen Start in unser Gobi-Abenteuer. Wir fahren die letzten asphaltierten Kilometer und nehmen eine Abzweigung, von der wir meinen, dass sie in die richtige Richtung geht. Etwas zu früh abgebogen. Auf schmalen Sandpisten geht es immer weiter gen Süden. Auch wenn es nicht so aussieht wie eine Wüste, so gehört auch dieser grünere Teil zur Wüste Gobi. Von weiter weg sieht alles ziemlich grün aus. Aber aus der Nähe sieht man, dass es nur einzelne, ziemlich trockene Büschel sind. Die Tiere freut es auch und auch wir genießen unsere zweite Pause in dieser Umgebung. Man kann unendlich weit sehen, keine Hügel, Bäume oder Gebäude. Da muss Navigation und Kurshalten doch ein Kinderspiel sein, oder? Weit gefehlt. Die vermeintlich parallelen Spuren gehen immer weiter auseinander und ehe man sich versieht, verliert man die anderen aus der Sichtweite und kommt vom Kurs ab. In der Mongolei nutzten wir 2 unterschiedliche Papierkarten, 2 unterschiedliche Navis, Maps.me, Locus und Google Maps, die allesamt verschieden waren. So war es unvermeidbar, sich auch mal zu verfallen. Wie auch in Tadschikistan haben wir große Freude am Fahren, Fotografieren und Filmen. Es passt einfach sehr gut mit uns dreien. Zur Abwechslung spielen wir Hirten und treiben die Tiere. Mit unseren Motorrädern haben wir aus Versehen die Herde in 2 geteilt und auseinandergetrieben. Das geht nicht. Zum Glück haben wir es rechtzeitig erkannt und eilen zurück, um die Herde wieder zusammenzutreiben. Wohin genau, wissen wir selbst nicht, aber mit vereinten Kräften gelingt uns das und es hat uns Spaß gemacht. Vereinsamte Tiere in der Wüste haben wenig Chancen, deswegen ist es wichtig, die Tierherden nicht zu sehr zu erschrecken. Nomadenlagen sehen wir immer wieder, deren Tierherden laufen frei herum. Die schauen nur ab und zu vorbei, aber die Mongolen sind halt Profis und verlieren die Tiere nicht. Wir nähern uns einem Dorf, das wir bei der Tagesplanung schon berücksichtigt haben als Versorgungspunkt. Die Tage zuvor hat es geregnet, sodass auch hier einige Pfützen zu sehen sind und sogar eine Mini-Wasserdurchfahrt ansteht. Die Dörfer in der Steppe sind irgendwie alle gleich. Die Straßen im Dorf sind keine richtigen Straßen und voll von Pfützen und Schlamm. Aber das ist uns egal. Wir wollen im Dorf tanken und stocken unsere Vorräte gut auf. Das klappt wunderbar.
Das Schild am Ortsausfahrt ist vielseitig interpretierbar. Aus diesem einzigen Verkehrsschild an den Tag wären wir nicht schlau. Wie gesagt, Navigation in der Mongolei kann spannend sein. Wir scheinen auch die richtige Piste erwischt zu haben. Sie ist breiter als eine Autobahn, nur mit etwas mehr Wellblech. Das ist aber so gleichmäßig, dass wir relativ mit hoher Geschwindigkeit drüber fliegen können. Mittlerweile ist es schon Nachmittag und wir haben wieder Sonnenschein. Wir fahren noch ein gutes Stück, denn die Piste und die Landschaft namentlich sind einfach perfekt. Bei einer kurzen Pause machen wir ein paar Bilder, die wir mit Sicherheit unseren Enkelkindern zeigen werden. Um am Abend an unseren Zeltplatz zu kommen, müssen wir einen Sandgraben überqueren. Dabei bekommt Susi noch eine Sanddusche, wenn es schon keine normale Dusche gibt. Abseits von der Piste, zwischen zwei Hügeln, stellen wir unsere Zelte auf. Ich steige auf einen Hügel hoch, um den Horizont in den Abendlicht zu betrachten. Es war fantastisch. Selten so ein Panorama gesehen. Zum Abendessen kochen wir uns mit dem Gemüse, das wir vorher gekauft hatten, was einfacher zu essen. Der Platz war unglaublich schön. Wir hatten ein richtig weites Abendhimmelpanorama und waren ganz allein. Niemand kam vorbei. Am nächsten Morgen frühstücken wir kurz, trinken Kaffee, räumen auf und machen uns bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg. Vielleicht aufgrund der minderwertigen Kaffeequalität gibt es schon gleich am Anfang einen kleinen Umfaller. Das kann schon mal vorkommen bei so viel Sand. Die Piste führt entlang eines Grabens, dessen Sinn wir nicht deuten können. Die Landschaft ist flach und nur in der Ferne kann man Berge erkennen. Unseren ersten Halt verbringen wir bei einem Obo. So heißen die typischen religiösen Stätten am Wegesrand in der Mongolei. Sie symbolisieren Reisegottheiten, sind ca. 2 Meter hoch und meist mit blauen Stoffen verziert. Vor einer Reise muss man diese 3-mal umrunden, an seine Wünsche denken und eine Opfergabe drauflegen. Früher waren Obos auch ein Symbol für die Gefallenen im Krieg. Vor einem Krieg ließen Bewohner ihre Krieger je einen Stein auf den Berg bringen. Die zurückgekehrten Kämpfer nahmen ihre Steine wieder vom Obo weg. Der Rest der Steine gehörte den Männern, die für immer auf dem Kriegsfeld geblieben waren. Oliver und ich umrunden diesen und fügen Steine hinzu. Was macht man nicht alles für ein bisschen Glück unterwegs?
Na, dann schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Hoffen wir das Beste. Es geht weiter durch die ewige Weite der Mongolei. Die Landschaft ist flach, es geht aber immer wieder leicht hoch und wieder runter. Ewige Weite heißt aber auch kein Schatten. Das kleine bisschen Schatten, das wir finden, nutzen wir gleich für unsere Mittagspause. In einem Flussbett halten wir uns dicht an der Felswand auf, um unsere Köpfe von der immer stärkeren Sonne zu schützen. Gut gestärkt fahren wir weiter und genießen die Zeit. Die Berge am Horizont werden immer größer. Im nächsten Dorf Bogd müssen wir dringend unsere Wasservorräte auffüllen. Dazu gibt es in jedem Dorf ein Wasserhaus. Diese werden oft von Kindern bedient. Außerdem natürlich einkaufen und tanken. Die Dörfer sehen ganz anders aus, als wir es kennen. Schwer zu beschreiben, aber überall in der Mongolei waren sie ähnlich. Auch in der Mongolei ist das Motorrad ein wichtiges Transportmittel für die ganze Familie. Gerade hier in der Wüste sind mehr Motorräder unterwegs als Autos. Alle Nomadenlager hier draußen werden mit dem Motorrad versorgt. Die Tierherden werden mit dem Motorrad gesucht und zusammengetrieben und natürlich als Taxi. Wir fahren unsere Weges, denken wir. Jedenfalls verfahren wir uns leicht und reden uns erst ein, dass sich die Spuren schon wieder treffen werden. Dann, dass es wahrscheinlich eine Abkürzung ist. Dann landen wir in einem engen Tal und wir fahren durch ein Flussbett nach Lasse. Es schien aber befahren zu sein und ging parallel zu dem Weg, den wir nehmen wollten. Also fahren wir weiter unsere vermeintliche Abkürzung und weil uns schon die Zeit drängte, suchen wir einen Zeltplatz. Es war aber nicht so einfach, denn es war wie gesagt ein enges Tal und schien gut befahren zu sein. Einige Motorräder sind uns entgegengekommen. Erst oben auf einer Art Sattel war etwas mehr Platz und wir fahren in alle Richtungen, um den besten Zeltplatz zu suchen. Leider war gerade dort auch noch eine Abzweigung von den Spuren, auf die wir gekommen sind. Von diesem Weg sieht man uns noch besser. Weiterfahren war auch keine bessere Lösung, denn das Tal schien wieder enger zu werden. Wir haben keine andere Wahl, also fahren wir weg von der Straße und bauen unsere Zelte auf der Wiese auf. Es war nicht ganz optimal und wir mussten unsere Wildcamping-Regel, nämlich nicht von der Straße gesehen zu werden, diesmal missachten. Gleich während wir Abendessen kochen, schaut eine Familie auf dem Motorrad vorbei und Oliver schenkte ihnen ein paar Kekse. Der Mann bestätigte außerdem, dass Kongorinels in der Richtung sei, in der wir fahren wollten. Okay, das stimmt schon mal. In der Dunkelheit gab es noch ein Treffen einiger mongolischer Familien mit mehreren Autos und Motorrädern, fast neben unserem Zeltplatz, den sie jedoch nicht bemerkten, weil wir keine Lichter an hatten. Oder sie hatten tatsächlich kein Interesse. Als Krönung für den Tag gab es hier einen unvergesslichen klaren Sternenhimmel, den wir mit unseren mickrigen Fotokenntnissen versucht haben einzufangen. Ich habe das als Nudel. Motiviert und guter Dinge fahren wir am nächsten Morgen los und beim nächsten Obo umrunde ich nochmal mit dem Motorrad, damit wir vielleicht mehr Glück mit der Navigation haben als Gästen. Ob es was gebracht hat, wird sich noch zeigen. Aus dem Flussbett kommen wir irgendwann auf eine sehr weite Ebene. Der Weg war jetzt viel besser und wir hätten eigentlich gut vorankommen können, wenn nicht diese ganzen vielen Abzweigungen wären. Seit gestern Abend haben wir keinen Weg mehr auf unseren Navis eingezeichnet. Den Weg, den wir gestern Abend nach dem Dorf Bogd aus Versehen verlassen haben, der ging weiter östlich, wahrscheinlich um die Bergkette herum, die wir gestern Abend durch das Flussbett durchquert haben. Da die Landschaft flach ist und wir immer wieder Spuren finden, die in die richtige Richtung gehen, entscheiden wir uns, dass es keinen Sinn macht, zurückzufahren. Den Karten auf unseren Navis kann man auch nicht trauen.
Es wird schon irgendwie gehen, sagen wir. Also geben wir Gas. Wir fahren also ein gutes Stück, aber irgendwann führt uns die Spur, der wir folgen, in ein Flussbett. Das war nicht optimal, da sehr sandig. Nachdem das Flussbett immer schlechter und sandiger wurde, versuchen wir da rauszukommen und eine parallele Spur zu finden. Naja, vergeblich. Wir sind letztlich nur in einem anderen Flussbett gelandet. Immerhin konnte man weiter Spuren erkennen, was uns beruhigte. Irgendwie lieben die Mongolen die Flussbetten, so scheint es, denn alle Spuren gehen immer wieder durch ausgetrocknete Flussbetten. Vielleicht nutzen sie die als Orientierung, um auch selber die Richtung in der Wüste nicht zu verfehlen. Et voilà, wir haben den Weg wieder. Und er fährt so weiter, wie er begonnen hat, mitten im Fluss. Erstmal die gute, die anderen können wir immer noch hinterher essen. Ja. Bei einer kurzen Pause besprechen wir die Lage. Viel kann man nicht machen. Zumindest gehen die Spuren in die richtige Richtung. Benzin, Wasser und was zu essen haben wir dabei. Wetter passt auch, also Abenteuer pur. Wir fahren ein gutes Stück weiter, kommen an einigen Mongolen vorbei, bis wir schließlich mitten im Nirgendwo den einzigen Baum als unseren perfekten Platz für die Mittagspause aussuchen. Da haben wir uns noch nichts ahnend für das gestärkt, was kommt. Anscheinend hat meine Oberumrundung nicht viel gebracht, denn das Flussbett wurde immer schlimmer, sandiger und schon bald stürze ich. Dann fährt sich Oliver fest. Soll ich zurück? Ja, zurück, glaube ich. Der Herr zur Abkürzung. Die Abkürzung war prima bis zu dem Punkt, an dem ich mich nicht getraut habe. Da habe ich dann ausprobiert, wie das Parken ohne Seitenständer geht in der Schrägen. Gut. Einfach perfekt, aber rückwärts auch kein Ausweg mehr. Also, graben. Und dann hat Samuel kurz geholfen und dann bin ich rückwärts wieder raus. Gut. Irgendwie verlaufen die Spuren immer mehr ins Nirgendwo und es wird immer sandiger und wir sind uns immer sicherer, dass wir uns ziemlich verfahren haben. Wir fahren raus aus dem Flussbett, denn es war unmöglich voranzukommen und wollen einfach so nach Süden durch die Wüste fahren. Wir finden immer wieder andere Spuren, denen wir kurzzeitig folgen, dann finden wir irgendwelche Ziegenpfade, Hauptsache die Richtung stimmt. Auf einen Hügel angekommen betrachten wir den Horizont. Die Sanddünen sehen wir immer noch nicht, eine flache Ebene und die Berge am Horizont. Das ist nicht gerade ermutigend. Wir fahren weiter. Zumindest in der flachen Ebene werden wir gut vorankommen. Es scheint, der Untergrund ist ziemlich fest. Es dauert aber nicht lang und wir landen wieder in ein sandiges Flussbett. Der nächste Sturz lässt gar nicht auf sich warten. Wir kommen kaum voran, so sandig war es. So. Okay. Hammer. Gut.
Der Oliver probiert mit mehr Speed, kommt aber so auch nicht weit. Das ist richtig fies hier mit den Rillen, da kommt man nicht raus. Das ist das Problem. Na, da sind wir doch mal gespannt, ob wir die Hand voll kriegen. Mit Stürzen natürlich meint Oliver hier. Wenn ihr wüsste. Es folgt eine Serie von Stürzen. Wir haben aufgehört zu zählen, wie viele. Auch gefilmt haben wir nicht mehr so viel. Wir waren beschäftigt mit Fahren, Stürzen und Aufheben. Es war super anstrengend und wir sind uns einig, dass es unser schwerster Fahrtag überhaupt war. Jedes Mal, wenn man dachte, jetzt habe ich es raus, dann stürzte man schon wieder. Das war ziemlich demotivierend. Inzwischen kann man ja schon zuordnen, was Weiches, ne? Aber das geht so ratzfatz. Ja. Das Gelände wird immer abgefahrener. Wir helfen uns gegenseitig, aus dem sandigen Flussbett rauszukommen und versuchen quer über die Wüste zu fahren. Wir kommen wieder auf eine Erhebung und versuchen einen Weg von da oben ausfindig zu machen. Aber der Ausblick war nicht vielversprechend. In die Richtung müssen wir fahren. Man kann sehr weit sehen, aber es sind nur Hügel vor uns. Wir müssen entweder drüber oder sie sehr weit umfahren. Wir folgen den Autospuren, die wir zuerst finden, die dann zu Mopedspuren werden, die zu Ziegenpfaden werden, die sich dann wieder verlieren. Samu und Oliver fahren auf die nächste Hügelkette, um sich einen Überblick zu verschaffen. Vergeblich. Oben sehen sie tiefe Krater und noch höhere Hügel. Aber der Ausblick über die Wüste war top. Wir müssen trotz des schwindenden Spritz bei diesen Verhältnissen umkehren und dem Flussbett folgen, um die Hügel zu umfahren. Unser Ziel war scheinbar hinter dieser Hügellandschaft. Auch die Abfahrt vom Aussichtshügel war nicht ohne. Also ging es zurück ins Flussbett, zurück in den Sand, zurück zu den Stürzen. Das Ganze wird immer abgefahrener, wir sind ziemlich überhitzt und haben alle drei einen glühend roten Kopf. Die Kräfte lassen nach und die Motivation ist schon längst im Keller. Irgendwann meine ich, dass ich mich nie wieder über Wellblechpisten beschweren werde, denn da kommt man immerhin noch gut voran. Und es ist nicht so wie hier, dass man alle 10 Meter stürzt. Habt ihr euch auch schon mal Wellblech gewünscht? Immerhin tat es nicht weh, im Sand zu stürzen. Aber die Schatten werden immer länger, Benzin und Wasser immer weniger. Hier, wo der Boden in der Abendsonne glänzt, dachten wir, es ist nass. Na super, eine Schlammschlacht fehlt uns jetzt auch noch. Wir fahren vorsichtig, denn wir dachten, wir versinken bald im Schlamm. Aber es war viel einfacher zu fahren, weil der Untergrund viel fester war. Sobald wir wieder auf der Sandpiste waren, stieg der Schwierigkeitsgrad enorm. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. So. Oh. Wir sind ein bisschen. Mitten nirgendwo treffen wir auf eine mongolische Familie, gestrandet mit einem kaputten Radlager und werden an die mongolische Gelassenheit erinnert. Es wird schon werden. Wir versuchen vergeblich zu helfen, unterhalten uns, konnten aber aus dem Gespräch nicht herausdeuten, ob die schon Hilfe organisiert haben oder nicht.
aber die sind, wie es scheint, überhaupt nicht besorgt. Wir verabschieden uns und fahren Richtung Sonnenuntergang. Unsere langen Schatten flimmern im Wellblech. Bald brauchen wir unsere Scheinwerfer zum Fahren. Oliver meinte, die Sanddünen müssen gleich zu sehen sein und wir sollen so nah wie möglich ranfahren. Bei einer kurzen Pause machte Susi deutlich, dass sie keinen Meter mehr fahren will und dass sie auf Zelt aufbauen und Kochen mit Taschenlampe gar keinen Bock hat. Das ist verständlich und wir entscheiden uns schnell, einen Zeltplatz zu suchen und halten dann Ausschau nach einem geeigneten Zeltplatz und finden eine leichte, flache Senke. Als wir schon vor Erschöpfung anhalten, kommt unser Ziel in Sichtweite, die Sanddünen von Congorinels. An diesen zu übernachten und den Sonnenaufgang zu erleben, war definitiv ein Highlight und unsere Motivation weiterzufahren. Fertig von einem anstrengenden Tag, bauen wir rechtzeitig vor der Dunkelheit die Zelte auf und bestaunen ziemlich lang den unfassbar schönen Sternenhimmel, frei von Lichtverschmutzung. In der Mongolei konnten wir mehrmals mit bloßem Auge die Milchstraße erkennen. Die Nacht war absolut still und wir konnten gut schlafen. Gut erholt wollten wir nach dem Frühstück ins nächste Abenteuer starten. Wir müssen ein bisschen Luft pumpen, denn wir haben gestern etwas übertrieben und zu viel rausgelassen. Also ab zu den Dünen. Wir haben ausgemacht, so weit wie möglich an die Dünen heranzufahren, bis das Hinterrad durchdreht und das Motorrad ohne Seitenständer aufrecht steht. Wenn man schon mal hier ist, muss man doch testen, wie weit man kommt. Samu und Oliver fahren voraus und parken ortsgemäß ohne Seitenständer. Ich komme nicht so weit und parke ebenfalls ortgemäß liegend. Okay, das korrigiere ich mit Olivers Hilfe. Die Motorräder gut geparkt, machen wir uns zu Fuß auf den Weg, die Düne zu erklimmen. Das Dünenfeld Congorin-Els ist 80 Kilometer lang und nur 3 bis 5 Kilometer breit. Teilweise sind die Dünen bis 100 Meter hoch und manche von ihnen können sogar singen. Das heißt, sie erzeugen bestimmte Geräusche, wenn der Wind weht. Oft wird das als Brummen oder Donner wahrgenommen und man kann es bis zu 10 Kilometer weit hören. Weil man früher nicht wusste, woher das kommt, hat es viele Legenden beflügelt. Schon Marco Polo berichtete aus der Gobi von bösen Wüstengeistern. Die durchschnittlichen Temperaturen von minus 15 bis 20 Grad scheinen eher kühl für diese Landschaft. Naja, wir tollen herum, wie Kinder, in einem großen Sandkasten und bestaunen die für uns ungewöhnliche Umgebung. Obwohl wir uns Mühe geben, können wir die Düne nicht zum Singen überzeugen. Nach unserem Ausflug hatte Samu im Gegensatz zu uns anscheinend noch nicht genug vom Fahren auf Sand und will seine Husky noch unbedingt über die Dünen fahren lassen. Zu unser aller Erstaunen bleibt er nicht mal stecken und stürzt auch gar nicht. Der Sand auf der Düne war viel fester und man konnte ziemlich gut fahren. Wir müssen nur noch die anderen Motorräder aus dem weichen Sand rausschieben. Mit vereinten Kräften klappt das. Kaum auf der Piste angekommen, ist es schon viel leichter zu fahren. Entlang der Sanddünen, die wie gesagt 80 Kilometer lang sind, gibt es einen Weg, der sogar auf der Karte eingezeichnet ist. Den Weg wollen wir erreichen und dann entlang der Dünen fahren, bis wir eine Abzweigung zum nächsten auf der Karte eingezeichneten Dorf finden. Wir haben schon fast das Wellblech nach so viel Sand vermisst. Nach kurzer Zeit kommen wir in einem Jurtencamp an. Die Nomaden dort sind Kamelzüchter und betreiben auch ein paar Jurten für Touristen, die aus der Hauptstadt mit Geländewegen hergebracht werden. Bei dieser Nomadenfamilie zu übernachten wäre bestimmt auch ein Erlebnis. Aber wir wollten die absolute Wildnis. Hier fragen wir nach Wasser und bekommen auch welches. Das war dringend nötig. Nach so viel Wildnis haben wir uns schon gefreut, wieder auf Zivilisation zu treffen. Dieses Paradox ist uns schon aufgefallen.
Man will in die Wildnis fahren und wünscht sich dann nach einiger Zeit wieder Zivilisation. Ist man dort eine Weile, kommt wieder der Wunsch nach Abenteuer auf. Genauso mit den Pisten. Man scheint sich abwechselnd Autobahn, Pisten, Sand, Schotter und Wellblech zu wünschen, je nachdem, wo man gerade fährt. Geht's euch auch manchmal so? Die Dünen werden im Rückspiegel immer kleiner, die Landschaft immer flacher. Unser nächstes Ziel ist ganz dringend eine Tankstelle. Durch unsere spritraubende Abkürzung ist der Tankinhalt rapide gesunken. Das nächste Dorf, Bulgan, ist 140 Kilometer weit. Die Nomaden hatten kein Benzin, aber die bestätigen uns zumindest, dass die Straße gut zu fahren sei. Das war schon mal gut. Wir fahren so spritsparender, wie die Landschaft es ermöglichte. Immer wieder rechnen wir im Kopf, wie viel Liter noch drin sein könnten. Bei Oliver war die Sache entspannt und er hätte uns im schlimmsten Fall etwas von seinem großen Tank spendiert. Der Weg nach Bulgan war sehr anstrengend und mit heftigem Wellblech gesät. Wir hielten uns zurück mit Beschwerden und Schimpfereien, denn wir hatten uns gestern im Flussbett ja Wellblech gewünscht. Wir kommen mit den letzten Tropfen Benzin im nächsten Dorf an. Dort tanken wir natürlich zuerst, kaufen uns etwas zum Essen und füllen wieder die Wasservorräte auf. Wir nehmen extra viel Wasser mit, denn wir wollen wieder in die Wüste fahren und natürlich Stress vermeiden. Weiter geht es durch die unendliche Weite, an die wir uns langsam gewöhnen. Die gerade Horizontlinie, die das Blau des Himmels von braungrünem Boden trennt, bis die Linie durch einen scheinbar tiefen Riss im Boden unterbrochen wird. Wir erreichen den Naturpark Flaming Cliffs. Bei diesem besonderen Ausblick machen wir eine kurze Kekspause und ehe wir uns versehen, kommt die Rangerin auf ihrem Motorrad hochgetuckert und kassiert die Eintrittsgebühr ab. Es war noch früh am Nachmittag, wir fahren aber schon hinunter und bestaunen die Felsformationen. Hier wurden zahlreiche Fossilien auch von Dinosauriern entdeckt. Wir waren aber eher wegen der Landschaft hier, die uns einen wunderschönen Zeltplatz bietet. Erst mit dem Sonnenuntergang offenbart sich die ganze Schönheit dieser besonderen Felsen. Die leuchtend orangenfarbenen Felsen sind eine Touristenattraktion und die kommen jeden Abend zahlreich, um das besondere Lichtspektakel zu beobachten. Da wir auf einem Plateau nicht weit von den Felsen sind und wieder gut einsehbar, müssen wir warten, bis die letzten Touristen den Ort verlassen und bauen erst dann unsere Zelte dort auf. Das Abendessen hatten wir schon davor erledigt. Die Nacht war sehr ruhig und wir konnten wieder gut schlafen. Am nächsten Morgen fahren wir wieder bei perfekt blauem Himmel los. Vielleicht etwas zu früh am Morgen, denn Schweinchen Dick, Olivers Motorrad, scheint noch müde zu sein. Scheißdreck. Scheibenkleister. Ach Gott, ach Gott. Man merkt, das Ego ist angeschlagen. Danke euch. Wir fahren weiter durch die flache Steppe. Bald kommen wir vorbei an einem Touristencamp mit Dino-Werbung, Jurten, Hotels und Bussen. Wir hatten uns gestern Abend schon gewundert, wo die Touristen dann herkommen, da wir kaum Fahrzeuge gesehen hatten. Weiter geht es der Sonne entgegen.
Auch für heute steht ein Highlight auf dem Tagesprogramm. Wir lassen große Staubwolken von trockenem Boden aufsteigen. Langsam ändert sich die Landschaft. Die Horizontlinie beugt sich ab und zu Hügeln und es wird felsiger. In der Ferne sehen wir ein Monument, das wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen. Wir fahren da hoch. Der Gobi-Bär kommt sehr selten in Teilen der Gobi vor und wurde lange für eine Legende gehalten. Der Gobi-Bär ist viel kleiner als ein europäischer Braunbär, wiegt knapp 100 Kilo, ist extrem scheu und massiv von Aussterben bedroht. Man schätzt den Bestand auf unter 50, das ist extrem schade. Von den Hügeln aus haben wir ein großartiges Panorama und wir können einige vereinzelte Jurtencamps mit ihren Tieren beobachten. Auf geht's zum nächsten Ziel. Um dorthin zu gelangen, müssen wir erst eine ziemlich steile Abfahrt meistern, um in eine Art Flusstal zu gelangen. Da unten soll irgendwas zu sehen sein. Wir diskutieren kurz, aber es gibt keinen anderen Weg. Oliver traut sich als erster. Der Weg runter ist nicht nur steil, sondern auch holprig und mit aufgewühltem Untergrund. Ich traue mich das nicht, Samu muss es machen. Und schon sind wir wieder in einem Flussbett gelandet. Aber diesmal nicht so trocken. Das Flussbett wird schmaler und bald von Felswänden links und rechts begrenzt. Oliver erzählte uns von dieser Schlucht und wollte unbedingt durchfahren. Das ist der Ice Canyon. Er liegt im Gurwan-Sayhan-Gebirge in der Gobi. Im Winter bildet sich hier meterhohes Eis, das meist bis September hält und manchmal sogar das ganze Jahr über bleibt. Als wir dort waren, floss ein kleiner Bach am Boden, aber von Eis war keine Spur mehr da. Immerhin spendet der Canyon uns jetzt Schatten für die Mittagspause. Wir wollen nicht so schnell durchfahren und nutzen jede Gelegenheit, uns die Landschaft einzuprägen. Es war ein besonders schöner Pausenplatz. Gestärkt und gut gelaunt fahren wir weiter und genießen jeden Meter. Es macht riesigen Spaß, durch das Wasser zu fahren und es erinnert uns sehr an die Fahrt durchs Batang-Tal in Tadschikistan, die wir ebenfalls zu dritt unternommen hatten. Auch dort dominierten Fels und Wasser die Landschaft. Dieses Flussbett ist jedenfalls deutlich leichter zu fahren und wir schaffen es sogar ohne Stürze.
Wir fahren so langsam wie möglich, machen viele Pausen, fotografieren und filmen uns gegenseitig und am Ende haben wir alle nasse Füße. Die Fahrt genießen wir sehr und grinsen fast die ganze Zeit. Dass man hier noch durchfahren kann, grenzt schon an ein Wunder. Diese Schlucht ist auch bei den Mongolen sehr beliebt. Viele machen dort einen Ausflug mit der ganzen Familie hin und genießen die schöne Landschaft, den Schatten und die kühle Luft. Als der Canyon breiter wird, ändert sich die Farbgebung. Immer mehr Grün säumt den Weg und Tiere können hier grasen. Der Canyon öffnet sich und Hügel lösen die Felswände ab. Um aus diesem Tal herauszukommen, müssen wir einen steilen Hügel hoch und dann wieder runterfahren, ähnlich wie am Taleingang. Wieder fährt Oliver zuerst. Es ist sehr steil. Das Hinterrad von Samus Motorrad blockiert beim Runterfahren. Das sieht gar nicht so entspannt aus. Bergab und loser Hintergrund sind nicht so meine Stärken, so dass Samu auch diesen Part für mich übernimmt. Am Ausgang des Canyons war ein unbesetztes Kassenhaus, an dem wir zügig vorbeifahren, bevor dann doch noch jemand erscheint. Kurz darauf kommen wir auf eine von den Chinesen asphaltierte Straße, die Touristen von der Hauptstadt in die Wüste bringt. Naja, wir haben die Abkürzung bevorzugt. Manchmal muss man diese Straßen bezahlen, aber es sind nur Centbeträge und man bekommt sogar eine Quittung. Nach 4 Nächten im Zelt und wenig Wasser freuen wir uns auf ein Hotel in Dalansagat, wo es Pizza, eine Dusche und sogar Wein aus dem Supermarkt gibt. Ein sehr schöner Abschluss für den Abend. Nach wie vielen Nächten Wildzelten wünscht ihr euch eine Dusche? Der nächste Tag sollte der letzte mit Oliver werden, der etwas früher aus der Mongolei ausreisen musste als wir. Er war ja auch schon früh eingereist. Gleich am Morgen kommen wir erst an eine Kamelherde am Wasserlauf vorbei und stoppen dann an ein Kamelmonument in fragwürdige Pose. Dort gesellt sich eine Familie zu unserem Gruppenfoto hinzu. Wie gesagt, führt die Straße nach Ulaanbaatar und verfügt dementsprechend über deutlich mehr Infrastruktur. Die modernen Kaffeejurte mit echtem Kaffee und Fenster konnten wir dann wirklich nicht widerstehen. Von hier bis in die Hauptstadt sind es knapp 600 Kilometer, aber wir wollen gar nicht in die Hauptstadt, noch nicht. Bis zur nächsten Ortschaft bleiben wir auf die Asphaltstraße und biegen dann wieder Richtung Wildnis und Wellblech ab. Das ist uns doch lieber, schließlich sind wir ja deswegen hierher gefahren. Der Sonne hingegen fahren wir mal auf dem Wellblech, mal neben der Spuren und mal durch Sand. Abwechslung muss sein. Immer wieder müssen wir sandige Flussbetten durchqueren. Es sieht immer lustig aus. Als immer sandiger wird, lassen wir noch etwas mehr Luftdruck ab.
Es ist aber lang nicht so schwer wie das Flussbett vor einigen Tagen. Oft fährt Oliver vor uns und wenn wir sehen, dass er mit dem Kamera in der Hand auf uns wartet, dann wissen wir, dass da was kommt. Das haben wir schon in Batangwel in Tadschikistan festgestellt. Als wir ein einsames Kamel in der Ferne sehen, möchten wir uns mit ihm anfreuen. Er scheint aber eher ein Einzelgänger zu sein. Als es immer später wird, schauen wir uns nach einem Schlafplatz um. Zum Glück war es nicht mehr so flach die Gegend und wir konnten hinten ein paar Hügel ein gutes Versteck finden. Es ist so schön einfach in der Mongolei. Man fährt einfach so lange weg von der Straße, bis man sie nicht mehr sieht und voilà, man hat einen schönen ruhigen Platz. Dort genießen wir unseren letzten gemeinsamen Abend, essen gemeinsam und bestaunen mal wieder den wunderschönen Sternenhimmel. Die Nacht war mal wieder sehr ruhig und wir konnten alle gut schlafen. Am nächsten Morgen frühstücken wir lang, packen unsere Sachen zusammen und fahren los, als die Sonne ziemlich hoch steht. Wir sind zwar früh aufgestanden, aber wir haben diesmal lang gefrühstückt. Gleich im nächsten Dorf werden wir tanken und dann ist es Zeit, sich mal wieder zu trennen. Oliver fährt von hier nach Ulaanbaatar. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wollen noch was erkunden. Es war wieder eine unvergessliche Zeit und ein Abenteuer, das wir zusammen erleben durften. Habt ihr auch mal unterwegs so richtig gute Reisegefährten kennengelernt? Im nächsten Video geht es zu zweit weiter. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns, was wir noch erkunden wollen. Es bleibt abenteuerlich. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, kommentiert fleißig und abonniert den Kanal, um dabei zu bleiben. Danke fürs Schauen und macht's gut.